Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Ist es nicht faszinierend, dass es selbst im Zeitalter modernster Wissenschaft und technologischer Wunder immer noch Orte auf der Erde gibt, die sich jeder Logik entziehen? Einige sind atemberaubend schön, andere beunruhigend unheimlich. Aber jeder einzelne ist von einem Rätsel umhüllt, das niemand vollständig entschlüsseln kann. Welche Kräfte haben sie geformt? Welche Geheimnisse bergen sie? Machen Sie sich bereit, 20 der rätselhaftesten Orte der Welt zu erkunden, an denen selbst die klügsten Köpfe nach Antworten suchen. Lass uns eintauchen. Das Bermuda-Dreieck. Lassen Sie uns in ein Geheimnis eintauchen, das die Menschen seit Jahrzehnten fesselt und verwirrt. Das Bermuda-Dreieck. Selbst wenn Sie glauben, die Geschichte zu kennen, gibt es immer noch mehr über diesen berüchtigten Meeresabschnitt herauszufinden. Dieses dreieckige Gebiet im Nordatlantik verbindet Florida, Bermuda und die großen Antillen. Oberflächlich betrachtet scheint es wie jeder andere Teil des Ozeans zu sein. Aber die Geschichte erzählt eine andere Geschichte. Im Laufe der Jahre sind hier Schiffe und Flugzeuge unter Umständen verschwunden, die sich nicht einfach erklären lassen. Selbst Suchmannschaften, die ausgesandt wurden, um sie zu finden, ereilte in einigen Fällen das gleiche Schicksal. Diese Frage hat endlose Debatten ausgelöst. Einige Theorien gehen von ungewöhnlichen Umweltfaktoren aus, starke Unterwasserströmungen, plötzliche Stürme oder elektromagnetische Anomalien, die die Navigation beeinträchtigten. Andere schlagen noch außergewöhnlichere Ideen vor, von unerforschten geologischen Phänomenen bis hin zu Möglichkeiten, die wir noch nicht verstehen. Trotz unzähliger Untersuchungen gibt es keine einzige Erklärung für all die seltsamen Vorkommnisse. Manche Reisende kommen ohne Probleme durch, andere haben weniger Glück. Die Unvorhersehbarkeit ist es, die die Legende am Leben erhält. Sollten Sie also jemals diese Gewässer durchqueren, halten Sie die Augen offen. Die Antwort auf dieses ewige Geheimnis wartet vielleicht noch darauf, entdeckt zu werden. Die Al-Nasla-Felsformation. Wie erklärt man einen riesigen Sandsteinfelsen, der so perfekt geschnitten ist, dass es aussieht, als sei er mit einem Laser bearbeitet worden? Das ist die Al-Nasla-Felsformation in Saudi-Arabien, die Wissenschaftler und Besucher vor ein Rätsel stellt. Der massive Felsen im Herzen der Taima-Oase ist in 2 Hälften geteilt, wobei jede Hälfte auf kleinen Sockeln balanciert, als würde sie der Schwerkraft trotzen. Aber das ist noch nicht alles. Der Felsen ist mit uralten Petroglyphen verziert, die Tiere, Menschen und Symbole darstellen. Wer hat sie geschnitzt? Und was bedeuten sie? Niemand weiß es genau. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto seltsamer erscheint das Ganze. Was die Spaltung betrifft, so streiten sich die Experten über die Ursache. Könnte es natürlich sein? Vielleicht haben Erosion, tektonische Verschiebungen oder Verwerfungen diese perfekte Kluft geschaffen. Manche Leute stellen sogar Theorien über antike Werkzeuge, fortschrittliche Technologie oder, ob sie es glauben oder nicht, über die Beteiligung von Außerirdischen auf. Cano Cristales. Wenn Flüsse Farben tragen könnten, wäre der Cano Cristales in einen atemberaubenden Regenbogen gekleidet. Dieser atemberaubende Fluss in Kolumbien, auch bekannt als flüssiger Regenbogen oder Fluss der 5 Farben, ist berühmt für seine leuchtende Farbpalette aus gelben, grünen, blauen, schwarzen und leuchtend roten Tönen. Was steckt also hinter diesem Meisterwerk der Natur? Es handelt sich um eine besondere Pflanze namens Macarenia clavigra. Diese Pflanzen wachsen im Flussbett und verändern ihre Farben je nach Sonneneinstrahlung und Wasserstand, sodass ein magisches, sich ständig veränderndes Schauspiel entsteht. Aber jetzt kommt der Clou. Dieses Phänomen gibt es nur hier, nirgendwo sonst auf der Erde. Der Cano Cristales liegt dort, wo die Anden auf das Amazonas- und das Orinoco-Becken treffen, eine seltene Mischung von Ökosystemen, die dieses Naturwunder begünstigt. Wenn Sie das nächste Mal an Flüsse denken, denken Sie an diesen Fluss. Es ist nicht nur fließendes Wasser, es ist ein Meisterwerk, das die Natur selbst gemalt hat. Ewiger Flammenfall. Es gibt einen Ort auf der Welt, an dem sich Feuer und Wasser ganz unerwartet treffen und ein Naturschauspiel schaffen, das fast zu magisch ist, um echt zu sein. Klingt wild, oder? Nun, genau das finden Sie bei Eternal Flame Falls in New York. Es ist nicht nur ein weiterer schöner Ort zum Wandern. Es ist ein Ort, der einem den Kopf verdreht, der einem den Atem raubt und bei dem man sich fragt, wie das überhaupt möglich ist. Hier ist der Deal. Direkt hinter dem Wasserfall flackert eine Flamme. Ja, eine echte Flamme. Aber wenn du genauer hinsiehst, wirst du etwas Seltsames bemerken. Es gibt kein Holz, keine Streichhölzer, nichts Offensichtliches.
das sie am Leben erhält. Was ist also das große Geheimnis? Wie brennt diese Flamme weiter? Hier wird es richtig cool und ein bisschen rätselhaft. Wissenschaftler haben sich eine Weile den Kopf darüber zerbrochen. Und nun haben sie Folgendes herausgefunden. Die Flamme wird durch Gase wie Methan mit einer Prise Ethan, Propan und Butan angefacht. Aber hier ist die Wendung. Es stammt nicht aus den üblichen Quellen. Man nimmt an, dass dieses Gas aus alten organischen Stoffen stammt, die seit Millionen von Jahren tief unter der Erde vergraben sind. Ziemlich wild. Was? Und das Mysterium hört hier noch nicht auf. Abgesehen von der Wissenschaft ist dieser Ort von Legenden und Gerüchten über das Übernatürliche umwoben. Einige Besucher schwören, dass die Flamme eine fast spirituelle Ausstrahlung hat. Es gibt Geschichten über Geistersichtungen, Zeitverschiebungstricks und andere unheimliche Ereignisse in der Nähe der Wasserfälle. Ob sie nun an das Mystische glauben oder nicht. Es verleiht dem Ganzen eine besondere Note, über die man sich nur wundern kann. Die Pyramide von Quiquilco. Mitten im quirligen Mexiko-Stadt liegt ein altes Juwel, das viele Menschen übersehen. Die Pyramide von Quiquilco. Im Gegensatz zu den spitzen, hoch aufragenden Pyramiden, die wir gewohnt sind zu sehen, sticht diese Pyramide durch ihre einzigartige runde Form hervor. Erbaut von einer unbekannten Zivilisation, die um 1200 Feu, Kurs, blühte, birgt diese Pyramide die Geheimnisse der möglicherweise ältesten Stadt im Tal von Mexiko. Ausgrabungen deuten darauf hin, dass die Bewohner von Quiquilco Bauern und sehr spirituell waren und eine Gottheit verehrten, die als alter Gott des Feuers bekannt war. Ironischerweise war es das Feuer, das ihnen zum Verhängnis wurde. Lava und Asche eines Vulkanausbruchs begruben einen Großteil des Gebiets, löschten ihre Zivilisation aus und hinterließen die Ruinen, die wir heute sehen. Heute ist diese antike Stätte sowohl ein archäologischer Schatz als auch ein Naturschutzgebiet. Eingebettet zwischen modernen Vierteln ist es eine seltsame Mischung aus alt und neu. Aber Abenteuerlustige aufgepasst. Wilde Schlangen und andere Gefahren lauern in der Umgebung. Ein Besuch in Quiquilco ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Aber vergessen Sie nicht, vorsichtig zu sein. Wer weiß, welche Geheimnisse diese alte Ruine noch verbirgt. Die Barabar-Höhlen in Indien. Stellen Sie sich einen Ort vor, der so alt ist, dass es sich anfühlt, als hätte dort die Zeit selbst begonnen. Die Barabar-Höhlen in Indien sind über 2000 Jahre alt. So alt, dass sie Schlösser, Könige und sogar einige der ältesten Geschichten, die wir kennen, überdauert haben. Aber diese Höhlen sind nicht nur einfache Löcher im Boden. Sie sind wie perfekt gemeißelte Kammern, die in festem Fels verborgen sind. Wie die Menschen damals ohne die uns heute zur Verfügung stehenden Werkzeuge so glatte Wände und präzise Formen geschaffen haben, ist ein Rätsel, das die Experten bis heute beschäftigt. Wenn sie das Innere betreten, werden sie Symbole und Markierungen finden, die wie ein Geheimcode in den Stein geätzt sind. Diese Höhlen beherbergten einst die Ajivakas, eine Gruppe von Mönchen, die unglaublich strenge Praktiken verfolgten, wie sie, ohne Kleidung zu wandern und lange Zeit zu fasten. Sie verschwanden vor langer Zeit und hinterließen keine schriftlichen Aufzeichnungen, sondern nur ihre geheimnisvollen Höhlen. Die Barabar-Höhlen sind mehr als nur historische Wahrzeichen. Sie sind Fenster in eine Welt, die wir nie ganz verstehen werden. Jede Frage, die sie aufwerfen, fühlt sich an wie ein Kapitel in einer Geschichte, die darauf wartet, enträtselt zu werden. Und das ist es, was sie so fesselnd macht. Skellig Michael. Die steil aus dem Atlantik aufragende Insel Skellig Michael ist ein Ort, der direkt aus der Mythologie entsprungen zu sein scheint. Diese zerklüftete Insel, die nach dem Erzengel Michael benannt ist, hat eine Geschichte, die von Widerstandsfähigkeit, Glauben und menschlichem Erfindungsreichtum zeugt. Im 6. Jahrhundert bauten sich christliche Mönche auf diesem abgelegenen Felsen ein Leben auf, errichteten ein gälisches Kloster und lebten in einfachen Bienenkorbhütten aus Stein. Jahrhundertelang war dies ihr Zufluchtsort, bis sie ihn im 13. Jahrhundert verließen und Skellig Michael zu einer heiligen Pilgerstätte für diejenigen machten, die Einsamkeit und spirituelle Verbundenheit suchen. Der Weg zum Skellig Michael ist nicht einfach. Und das Erklimmen der 618 steilen, wettergegerbten Stufen ist ein echter Härtetest. Aber die Belohnung ist eine Aussicht, die wie aus einer anderen Welt wirkt. Und die Möglichkeit, dort zu stehen, wo einst Mönche in der Stille meditierten, weit weg von der Zivilisation. Die Insel ist auch ein Schutzgebiet für Wildtiere.
Sie beherbergt eine der weltweit größten Kolonien von Basstölpeln und Papageientauchern. Diese Vögel verwandeln die zerklüfteten Klippen während der Brutzeit in einen lebhaften, lauten Zufluchtsort und machen Skellig Michael zu einem Muss für Vogelbeobachter und Naturliebhaber gleichermaßen. Abgesehen von den Vögeln und der atemberaubenden Aussicht liegt die eigentliche Faszination in den Rätseln seiner Konstruktion. Wie haben es die Mönche im 6. Jahrhundert geschafft, ein Kloster auf einem so isolierten und unnachgiebigen Felsen zu bauen? Ohne moderne Werkzeuge oder Hilfsmittel meißelten sie Stufen, bauten Unterstände und überlebten die harten Bedingungen. War es schiere Entschlossenheit, göttliche Eingebung oder etwas ganz anderes? Die Verbindung der Insel mit der keltischen Mythologie verleiht ihr eine zusätzliche Mystik. Einige Legenden besagen, dass der Ort schon lange vor der Ankunft der Mönche für uralte Rituale genutzt wurde, was auf eine noch ältere, verborgene Geschichte hindeutet, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Skellig Michael ist nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern auch ein Ort, der die Besucher immer wieder herausfordert und inspiriert. Kawah Ijen. Tief in Indonesien gibt es einen See, der aussieht, als wäre er direkt aus einem Science-Fiction-Film entsprungen. Kawah Ijen befindet sich in einem Vulkan, der den größten Säuresee der Welt beherbergt, dessen pH-Wert so niedrig ist, dass er mit der Säure einer Autobatterie konkurrieren könnte. Aber sein unheimliches türkises Leuchten ist nicht das Einzige, was ihn faszinierend macht. In der Nacht beginnt der wahre Zauber. Blaues Feuer tanzt um den See. Das ist kein gewöhnliches Feuer, sondern entsteht, wenn sich die schwefelhaltigen Gase des Vulkans entzünden und sich in flüssigen Schwefel verwandeln, der wie leuchtend blaue Lava fließt. Es ist sowohl faszinierend als auch unglaublich selten. Dieses feurige Spektakel ist heiß genug, um Metall zu schmelzen, und gehört zu den einzigartigsten Sehenswürdigkeiten der Erde. Der Kawah Ijen ist nicht nur ein Vulkan, sondern ein Naturwunder, das wie kein anderes Gefahr, Geheimnis und Schönheit in sich vereint. Die verlorene Stadt in der Kalahari. Eingebettet in den endlosen Sand der Kalahari-Wüste, die sich über Botswana, Namibia und Südafrika erstreckt, liegt ein Geheimnis, das Entdecker seit mehr als einem Jahrhundert verblüfft. In den späten 1800er Jahren behauptete der kanadische Abenteurer Guillermo Antonio Farini, inmitten dieser trockenen Wildnis auf eine antike Stadt gestoßen zu sein. Er beschrieb Steinhaufen, kunstvoll geschnitzte Blöcke und sogar Strukturen, die Tempeln oder Gräbern ähnelten. Jetzt wird's interessant. Niemand sonst hat sie je gefunden. Manche sagen, Farini habe übertrieben oder sich schlichtweg geirrt. Im Laufe der Jahre machten sich unzählige Suchtrupps auf den Weg und fanden seltsame Hinweise wie alte Bootsformen oder seltsame Felsformationen, aber keine endgültige Stadt. Viele Wissenschaftler glauben heute, dass die Stadt nur eine natürliche Felsformation war. Aber was? Wenn nicht, könnte eine vergessene Zivilisation noch immer unter dem wandernden Sand begraben sein und darauf warten, entdeckt zu werden. Das Geheimnis der Kalahari-Wüste bleibt eine der größten unbeantworteten Fragen Afrikas. Hessdalen Lights, Norwegen. Weit oben in einer ruhigen Ecke Norwegens geschieht etwas Außergewöhnliches. In der kleinen Stadt Hessdalen gibt es am Nachthimmel nicht nur Sterne zu sehen. Dort gibt es eine himmlische Lichtshow, die die Menschen seit Jahrzehnten vor Rätsel stellt. Helle, geheimnisvolle Lichter, manche so groß wie Autos, erscheinen aus dem Nichts und tanzen über den Himmel. Manchmal hängen sie stundenlang herum und bieten eine Show, die direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt. Im Laufe der Jahre sind sie seltener geworden, aber hin und wieder tauchen diese seltsamen Lichter immer noch auf. Was also ist die Ursache für dieses bizarre Phänomen? Das ist die große Frage. Die Wissenschaftler haben alle möglichen Ideen entwickelt. Vielleicht sind es kosmische Strahlen, die Piezoelektrizität des einzigartigen Gesteins in der Gegend, Kugelblitze oder ionisierte Gase. Das Problem: keine dieser Theorien passt so recht. Vorerst bleiben die Hessdalen-Lichter eines der faszinierendsten Rätsel der Natur. Der Berg der Kreuze. Es gibt einen Ort im Norden Litauens, der sich anfühlt, als würde man in eine andere Welt eintauchen. Man nennt ihn den Berg der Kreuze. Und glauben Sie mir, es ist kein gewöhnlicher Hügel. Stellen Sie sich vor, eine kleine Erhebung im Land, die mit Tausenden, vielleicht sogar Hunderttausenden von Kreuzen und religiösen Symbolen übersät ist. Es ist wunderschön, unheimlich und absolut einzigartig. Niemand weiß genau, wie alles angefangen hat. Und das ist ein Teil des Charmes.
Im Laufe der Jahre sind immer wieder Geschichten und Legenden entstanden, die das Mysterium noch verstärken. Im Jahr 1990 zählte man etwa 55.000 Kreuze. Bis 2006 hatte sich diese Zahl auf über 100.000 fast verdoppelt und sie wächst weiter. Besonders faszinierend ist die Art und Weise, wie die Rosenkränze im Wind baumeln und dabei diese ergreifend schöne Melodie erzeugen. Sie werden alles sehen. Von Ikonen von Heiligen bis zu Fotos von lokalen Helden. Jedes von jemandem hinterlassen, der eine Geschichte zu erzählen hat. Und hier ist der Clou. Trotz der Versuche, sie im Laufe der Jahre zu zerstören, hat diese heilige Stätte standgehalten. Fast so, als würde sie von etwas Größerem beschützt werden. Könnten es die Geister derer sein, die in der Nähe ruhen? Oder vielleicht ist es nur ein Beweis für die unerschütterliche Hingabe der Menschen, die hierher pilgern. So oder so, es ist ein Ort, den sie nie vergessen werden. Die Höhle der Kristalle, Mexiko. Jetzt machen wir einen Ausflug unter die Erde, an einen Ort, der direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt. Die Höhle der Kristalle in Mexiko. Versteckt unter den Bergen in der Nähe der Naica-Mine wurde dieser unglaubliche Ort im Jahr 2000 zufällig von 2 Bergleuten entdeckt. Was haben sie gefunden? Absolut atemberaubend. Im Inneren der Höhle erstrecken sich gigantische weiße Kristalle in alle Richtungen. Und wenn ich sage gigantisch, dann meine ich 39 Fuß lang und 3 Fuß breit. Sie sind so groß, dass man das Gefühl hat, sich in einer Art Kathedrale im Jenseits zu befinden. Diese Kristalle, die durch einen Prozess namens Keimbildung entstanden sind, ragen in wilden Winkeln heraus und erfüllen die hufeisenförmige Höhle mit einer surrealen Schönheit. Hier ist das Rätsel. Wie konnten diese Kristalle zu solch wahnsinnigen Größen heranwachsen? Wissenschaftler sagen, dass dies auf das mineralhaltige Wasser in der Höhle zurückzuführen ist. Aber selbst das erklärt nicht vollständig, warum diese Kristalle so viel größer sind als alle anderen in der Nähe. Dieselben Bedingungen und dieselben Mineralien. Aber keine anderen Formationen kommen an die schiere Größe dieser Kristalle heran. Die Höhle ist nicht nur ein Naturwunder, sondern auch ein wissenschaftliches Rätsel, das immer wieder Forscher und Abenteurer anlockt. Es ist heiß, feucht und schwierig zu erforschen. Aber für diejenigen, die sich hineinwagen, bietet die Höhle der Kristalle einen einmaligen Blick auf die verborgene Magie der Erde. Derinkuyu, Türkei. Die Türkei beherbergt eine geheime Welt, die direkt unter ihren Füßen liegt. Derinkuyu ist eine alte unterirdische Stadt, die ebenso faszinierend wie geheimnisvoll ist. Stellen Sie sich vor, Sie stolpern über einen Ort, an dem einst ganze Gemeinschaften lebten, völlig versteckt vor Eindringlingen. Dies ist nicht irgendein Höhlensystem, sondern ein 18-stöckiges Meisterwerk, das von alten anatolischen Siedlern aus dem Vulkangestein gehauen wurde. Das Unglaubliche daran ist, wie ausgeklügelt es ist. Bei der Erkundung seiner Tiefen fanden Forscher alles, was man braucht, um völlig unabhängig zu leben. Küchen, Bäder, Wohnräume, Lagerräume für Lebensmittel, Winepressen, Schulen, Kirchen und sogar Räume für die Lagerung von Waffen. Sie konnte bis zu 20.000 Menschen auf einmal aufnehmen. Es ist kaum zu glauben, dass die Menschen vor Jahrhunderten ohne moderne Hilfsmittel eine so gewaltige, sich selbst versorgende Zuflucht gebaut haben. Das Geheimnis liegt in der vulkanischen Asche, die die Region vor langer Zeit bedeckte und ein weiches Gestein namens Tuffstein hinterließ, das leicht zu bearbeiten, aber stabil genug ist, um lange zu halten. Diese Stadt war nicht nur ein Zufluchtsort, sondern über Generationen hinweg eine Lebensader, die ganzen Völkern half, sich bei Gefahr in den Untergrund zu verkriechen. Derinkuyu ist nicht nur ein Relikt aus der Vergangenheit, sondern auch ein Zeugnis menschlichen Einfallsreichtums und menschlicher Widerstandsfähigkeit. Bei der Erkundung der labyrinthischen Tunnel fühlt man sich wie in einer Zeitmaschine. Das Grabmal von Qin Shi Huang. Das Grab des Kaisers Qin Shi Huang, des ersten Kaisers des Vereinigten Chinas, ist eines der größten archäologischen Rätsel der Welt. Sie haben wahrscheinlich schon von seiner Terrakotta-Armee gehört, die 1974 von Bauern entdeckt wurde. Tausende von Tonsoldaten, jeder einzelne einzigartig, wurden gebaut, um ihn im Jenseits zu beschützen. Aber hier ist der Clou. Das eigentliche Grab des Kaisers wurde noch nicht geöffnet und niemand weiß genau, was sich darin befindet. Alte Texte beschreiben es als atemberaubend. Stellen Sie sich einen unterirdischen Palast vor, der von einem Mini-Königreich umgeben ist, durch das Flüsse aus Quecksilber fließen sollen. Klingt wie aus einer Legende, oder?
Aber genau hier wird es knifflig. Forscher können nicht einfach hereinplatzen. Der fragile Zustand des Grabes und das mögliche Vorhandensein von giftigem Quecksilber machen eine sichere Ausgrabung zu einer großen Herausforderung. Bis auf Weiteres bleibt es ein unantastbares Geheimnis. Welche Schätze liegen mit dem Kaiser begraben? Welche Geheimnisse birgt sein Grab? Die Antworten könnten direkt unter der Oberfläche liegen, aber sie zu entschlüsseln ist eine andere Geschichte. Patton Crater, Russland. Das geheimnisvolle Nest in Sibirien. Weit draußen in der sibirischen Wildnis steht eine seltsame Formation, die aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film. Er heißt Patton-Krater und ähnelt mit einer Höhe von 131 Fuß einem riesigen Vogelnest, in dessen Mitte sich ein riesiges Ei befindet. Zunächst dachten die Wissenschaftler, dass dies durch einen Meteoriteneinschlag verursacht wurde. Aber hier ist der Clou. Es wurden keine Meteoritensplitter gefunden. Das brachte die Forscher dazu, sich den Kopf zu zerbrechen und nach neuen Theorien zu suchen. Die karge Landschaft rund um den Krater gibt noch mehr Rätsel auf. Dichte Wälder bedecken das Gebiet, aber auf dem Krater selbst oder in seiner Nähe wachsen keine Bäume. Es ist, als hätte die Natur dort die Pausentaste gedrückt. Und als ob das nicht schon unheimlich genug wäre, berichten Einheimische von seltsamen Phänomenen in der Umgebung des Kraters. Trotz jahrelanger Untersuchungen bleibt die Entstehung des Patton-Kraters eines der größten ungelösten Rätsel Russlands. Doubletree in Casorzo, Italien. In Casorzo, Italien, gibt es einen Baum, der Wissenschaftler und Naturliebhaber zum Staunen bringt. Der Bialbero di Casorzo oder Doubletree ist genau das, wonach er klingt, ein Kirschbaum, der auf einem Maulbeerbaum wächst. Und jetzt kommt der wilde Teil. Beide Bäume sind lebendig und gedeihen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handele sich um eine optische Täuschung. Zwei perfekt aufeinander abgestimmte Bäume auf einem Fleck? Das muss ein raffinierter Kameratrick sein. Oder? Nein, das ist 100% echt. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat der Kirschbaum einen Weg gefunden, sich auf dem Maulbeerbaum zu verwurzeln und widersetzt sich damit dem, was wir über das Wachstum von Pflanzen zu wissen glaubten. Die Natur ist voller Überraschungen. Aber diese hier ist die Krönung. Sie ist eine lebendige Erinnerung daran, dass manchmal sogar das Unmögliche möglich ist. Nazca-Linien, Peru. Die Nazca-Linien, die sich über 170 Quadratkilometer in der peruanischen Wüste erstrecken, sind ein ebenso mysteriöses wie faszinierendes altes Wunderwerk. Diese gewaltigen Geoglyphen, die um 504 Kurs entstanden sind, stellen Tiere, Menschen und abstrakte Muster dar und sind so riesig, dass man sie nur aus der Luft vollständig erkennen kann. Sie sind so groß, dass man sie nur vom Himmel aus vollständig sehen kann. Wie haben sie das geschafft? Das Verfahren war überraschend einfach und doch genial. Die Nazca-Leute entfernten die oberste Schicht der dunklen Steine, um den helleren Sand darunter freizulegen, und schufen so klare, auffällige Muster. Aber hier ist das Geheimnis. Warum? Diese riesigen Zeichnungen waren für niemanden, der auf dem Boden stand, sichtbar. Was sollte das also? Die Experten rätseln noch immer. Einige glauben, dass die Linien religiösen oder zeremoniellen Zwecken dienten und Rituale zu Ehren der Götter anleiteten. Andere glauben, dass sie Wasserquellen markiert haben oder Teil eines antiken Kalenders waren. Und natürlich gibt es die Theorie, dass Außerirdische irgendwie daran beteiligt waren. Was auch immer der wahre Grund sein mag, die Nazca-Linien bleiben eines der faszinierendsten Rätsel der Geschichte. Eine uralte Leinwand, die uns immer noch in Erstaunen versetzt und Rätsel aufgibt. Wenn Sie das Rätsel lösen wollen, müssen Sie nach Peru reisen und sich die Linien selbst ansehen. Das geheimnisvolle Barak-Plateau, Kasachstan. Haben Sie schon einmal von einem Ort gehört, der so geheimnisvoll ist, dass sogar die Zeit selbst sich seltsam zu verhalten scheint? Tief in den weiten Landschaften Kasachstans liegt das Barak-Plateau, eine Region voller Intrigen und lokaler Folklore. Bekannt für seine einsame Schönheit, ist es seit langem Gegenstand von Geschichten über unerklärliches Verschwinden und seltsame Erlebnisse. Lokalen Legenden zufolge kehrten einige Reisende, die sich in dieses Gebiet wagten, mit beunruhigenden Berichten über Zeitverzerrungen und ungewöhnliche Sichtungen zurück, während andere nie wieder gesehen wurden. Wissenschaftler haben die Region untersucht und nach logischen Erklärungen gesucht. Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Was ist das Besondere an diesem Ort? Einst eine Insel im Aralsee, verwandelte sich das Plateau in eine isolierte Kargfläche,
als das Wasser zurückging. Im Laufe der Jahre haben Berichte über ungewöhnliche Umweltbedingungen und unerklärliche Vorkommnisse zu Spekulationen Anlass gegeben. Noch rätselhafter sind die Gerüchte über einen nicht gekennzeichneten Friedhof in der Gegend. Wer ist dort begraben und warum? Das Geheimnis, das ihn umgibt, wird immer größer und trägt zum unheimlichen Ruf des Plateaus bei. Würden Sie einen solchen Ort erforschen, wenn Sie die Gelegenheit dazu hätten? Die Geschichten um das Barak-Plateau mögen zwar sagenumwoben sein, aber eines ist sicher, es bleibt einer der rätselhaftesten Orte der Welt. Der Apennin-Koloss. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Statue, die so gewaltig und geheimnisvoll ist, dass man das Gefühl hat, sie könnte jeden Moment zum Leben erwachen. Das ist der Colosso dell'Apennino, eine atemberaubende Kreation in der Nähe von Florenz, Italien. Dies ist nicht nur irgendeine Skulptur. Es ist ein Meisterwerk des genialen flämischen Bildhauers Giambologna aus dem 16. Jahrhundert und steckt voller Überraschungen, die selbst für heutige Ingenieure schwer zu erklären sind. Jetzt wird's richtig cool. Diese kolossale Figur ist nicht einfach nur eine Steinskulptur. Es ist, als würde man in eine geheime Welt eintauchen. Im Inneren gibt es 3 versteckte Ebenen, jede mit ihrem eigenen Design und Zweck. Betrachten Sie es als das ultimative Versteckspiel nur für Abenteurer. Aber die Überraschungen hören damit nicht auf. Diese Statue kann Rauch atmen, schwitzen und sogar weinen. Ja, das verdankt er einem ausgeklügelten Netz von Wasserleitungen, das vor Jahrhunderten angelegt wurde. Und wenn Sie genau hinsehen, werden Sie Schlitze in seinen Augen und Ohren entdecken, die perfekt sind, um jeden in der Nähe zu belauschen. Oh, und habe ich schon erwähnt, dass der Riese lässig ein Seeungeheuer umklammert, das unten einen Teich entstehen lässt? Das nenne ich Multitasking. Selbst mit all unserer modernen Technologie gibt dieses Meisterwerk den Experten Rätsel auf. Wie haben sie um 1500 solche verblüffenden Effekte erzielt? Welche anderen Geheimnisse mag dieser Gigant noch verbergen? Diese Frage weckt die Neugier und wird es wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren tun. Würden Sie es wagen, die verborgene Welt im Inneren dieses steinernen Ungetüms zu erkunden? Der Teufelskessel, Minnesota. Tief im Herzen von Minnesotas Judge C. R. Magny State Park, eingebettet in das rauschende Wasser des Brule River, liegt ein Phänomen, das Wissenschaftler, Wanderer und Abenteuerlustige gleichermaßen verblüfft hat. Sie nennen es den Devil's Kettle, und das aus gutem Grund. Auf den ersten Blick sieht er aus wie jeder andere malerische Wasserfall, der sich beim Herabstürzen über die zerklüfteten Felsen aufspaltet. Die eine Seite fließt ganz natürlich flussabwärts, so wie man es erwarten würde. Aber die andere Seite stürzt in ein klaffendes Loch in der Erde und verschwindet. Völlig. Wohin fließt das Wasser? Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Im Laufe der Jahre haben Forscher und neugierige Abenteurer alles versucht, um das Rätsel zu lösen. Sie haben Farbstoff, Baumstämme, Tischtennisbälle und sogar GPS-Tracker eingeworfen, nur um dann spurlos zu verschwinden. Weder im Fluss noch in den nahegelegenen Seen gibt es Anzeichen für sie. Es ist, als ob das Wasser auf Nimmerwiedersehen in eine andere Welt abgleiten würde. Die Wissenschaftler haben ihre Theorien. Einige sagen, dass es durch unterirdische Spalten versickert und an anderer Stelle wieder auftaucht. Andere glauben, dass es in verborgenen Höhlen absorbiert werden könnte. Aber bis jetzt hat noch niemand den Code geknackt. Und dann sind da noch die Legenden, Geschichten von Portalen, verlorenen Schätzen und übernatürlichen Kräften, die im Spiel sind. Der Devil's Kettle ist nicht nur ein Wasserfall, sondern auch ein Geheimnis, das nicht gelöst werden will. Wenn Sie es lieben, das Unbekannte zu enträtseln, sollten Sie sich diesen Ort nicht entgehen lassen. Wer weiß, vielleicht bist du ja derjenige, der die Wahrheit herausfindet. Und wenn dich Geheimnisse wie dieses nachts wach halten, bleib in der Nähe, denn es gibt noch viel mehr zu entdecken. Vergessen Sie nicht, sich für weitere verblüffende Entdeckungen anzumelden. Bis zum nächsten Mal.